Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Heute um 21 Uhr spielt Real Madrid gegen Girona und während du dieses Video siehst, bin ich wieder einmal auf dem Weg nach Madrid. Ich fahre heute zum ersten Mal mit meinem Sohn in Santiago Bernabéu. Ich freue mich riesig. Ja, und trotzdem war es mir ein dringendes Anliegen, dieses Video für euch zu machen. Denn bei Real Madrid brennt es hinter den Kulissen. Sowohl im Vorstand als auch in der Kabine. Im Vorstand soll der CEO von Real Madrid, José Ángel Sánchez, kurz vor seiner Entlassung stehen. Unglaublich. Ja, und in der Kabine teilt sein Schicksal mehr oder weniger Raúl Asensio. Nach einem Riesenstreit mit Álvaro Arbeloa soll der Innenverteidiger zum Verkauf stehen. Also, was da los ist, natürlich in diesem Video. Dann hören wir uns auch noch 2 Antworten aus der Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa an, vor dem wichtigen Spiel heute gegen Girona. Und zu guter Letzt natürlich, wie ihr es an Spieltagen kennt, die Ausstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, unglaublich, was gerade bei Madrid hinter den Kulissen los ist. Irgendwie spiegelt das die Leistungen der letzten 1,5 Jahre bei Real Madrid wider. So etwas bin ich eigentlich von Real Madrid nicht gewohnt. Aber hier auf dem Kanal muss ich euch auch die unschönen Wahrheiten sagen. Ja, und das werden wir heute in diesem Video tun. Zunächst einmal, unsere Mannschaft hat sich gestern mit dem Abschlusstraining auf das Spiel gegen Girona vorbereitet. Und einige Madridistas denken, das Spiel gegen Girona interessiert doch keinen. Die Meisterschaft ist gelaufen, wir sind 7 Punkte hinter dem FC Barcelona. Es sind nur noch 8 Spieltage und wir müssen am Mittwoch bei den Bayern irgendwie eine Remontada schaffen. Also am besten soll die ganze Mannschaft rotiert werden. Aber ein Arbeloa hat von Anfang an klargemacht, die Remontada startet heute Abend. Es ist ihm wichtig, dass die Mannschaft ein gutes Bild abgibt, dass die Fans wieder zur Mannschaft noch stärker stehen, dass die Jungs sich das Selbstvertrauen holen, um das Gefühl zu haben, wir können auch am Mittwoch in Bayern das Unmögliche schaffen. Ja, hören wir uns dazu mal die passende Antwort von Álvaro Arbeloa an. Sie werden die beste Elf aufstellen, aber es ist unbestreitbar, dass in den Köpfen der Spieler, in den Köpfen aller, das Bayern-Spiel präsent ist. Ich weiß nicht, ob das Spiel morgen, abgesehen vom Siegeswillen, als Test für das Rückspiel in München dient. Nein, wir sind nicht in der Stimmung für Experimente und es ist klar, dass wir uns alle sehr auf das Spiel in München freuen. Seitdem der Schiedsrichter abgepfiffen hat, sind wir, glaube ich, schon in dieser Stimmung, in die Allianz Arena zu kommen und zu zeigen, wozu wir fähig sind. Ich denke, Real Madrid hat seine Geschichte darauf aufgebaut, große Herausforderungen zu meistern, wie die am Mittwoch. Aber vorher müssen wir uns auf das Spiel morgen konzentrieren. Und das sage ich den Spielern oft. Das Spiel am Mittwoch beginnt für mich morgen. Und wir müssen ein tolles Spiel machen, vollen Einsatz zeigen. Wir haben genug Zeit zur Erholung. 4 Tage liegen vor uns. Also, dass ich denke, in den Köpfen aller muss es sein, morgen vor unseren Leuten, vor unserem Publikum unser Bestes zu geben. Und das ist das einzige Ziel, eine großartige Mannschaft aufzustellen, ein Top-Team und ein tolles Spiel zu machen. Ja, ihr habt es selber gehört. Er sagt, es ist für ihn ein wichtiges Spiel. Das hat er auch den Spielern so vermittelt. Die Remontada startet heute. Für mich natürlich im Stadion eine Freude, wenn die beste Elf spielt. Er sagt auch, wir haben danach 4 Tage frei, uns zu erholen. Er hat bei anderen Fragen übrigens auch schon gesagt, dass ein Eder Militão von Anfang an spielen wird, dass ein Bellingham von Anfang an spielen wird und dass ein Eduardo Camavinga von Anfang an spielen wird. Also das macht er eigentlich bei Pressekonferenzen nicht, aber er hat schon mal 3 Startspieler genannt. Naja, können wir ja mal schauen in meiner Ausstellung, wie wir drumherum aufstellen. Ja. Allerdings hatten Álvaro Arbeloa auch meiner Meinung nach der Mannschaft so ein bisschen die Leviten gelesen. Wir wissen, Álvaro Arbeloa ist unglaublich feinfühlig mit der Kabine und er würde niemals eine direkte Kritik äußern, zumindest nicht in der Presse, dass seine Spieler blöd dastehen konnten. Allerdings erinnern mich seine Aussagen an die Aussagen, die ein Carlo Ancelotti
in seiner letzten Saison gemacht hat, wo er immer wieder über die fehlende Intensität gesprochen hat. Auch ein Xabi Alonso hat so etwas zwischen den Zeilen immer wieder übermittelt. Ja, und hören wir uns einfach mal an. Das sind 2 Antworten von Álvaro Arbeloa, die ich sehr interessant fand. Ich möchte Sie nach einem Satz von Ihnen fragen, den Sie nach dem Spiel im Presseraum sagten, gegen Bayern. Ein Mbappé, der jeden Tag Mbappé sein will. Ist er nicht jeden Tag Mbappé? Ja, nein. Und ich glaube nicht nur Mbappé. Ich will Spieler, die jeden Tag Spieler von Real Madrid sein wollen. Und wenn ich das sage, glaube ich, dass es wichtig ist, man selbst sein zu wollen, über das Talent und die Qualität hinaus, die meine Spieler haben. Es ist klar, dass man nicht jeden Tag ein Viertelfinale der Champions League spielen kann oder Spiele, in denen die Motivation einfach riesig ist. Da kommt dann die Selbstdisziplin ins Spiel und der Wille, jeden Tag die beste Version seiner selbst zu sein. Und wenn man jeden Tag seine beste Version sein will, geht das über das Talent hinaus, oder? Es geht um Einstellung, Engagement, Einsatz, den Siegeswillen. Ich denke, das brauchen wir von den Real Madrid-Spielern, dass sie morgen gegen Girona das Gefühl haben, glänzen zu müssen, dass sie ein tolles Spiel machen müssen, unabhängig davon, ob es eines der 38 Ligaspiele ist, die sie bestreiten oder eben ein Viertelfinale. Das ist es, was wir brauchen von unseren Spielern, von unserem Team, dass sie jeden Tag sie selbst sein wollen, dass sie bereit sind, ihr Bestes zu geben. Klar ist das nicht einfach, aber das ist es, was wir von diesem Team, von diesen Spielern brauchen, dass sie auf den Platz gehen und ihre größte Motivation darin besteht, ihr Bestes zu geben. Sie haben wieder über Engagement und Siegeswillen gesprochen. Sie wiederholen das oft in Pressekonferenzen vor und nach den Spielen. Liegt das daran, dass Sie finden, dass in irgendeinem Spiel jemandem dieser Einsatz fehlte? Danke. Nein, absolut nicht. Ich denke, dass es sehr wichtig ist für mich als Trainer. Ich verstehe, dass ich auch niemand bin, der gerne hierher kommt, um darüber zu reden, was meine Spieler auf dem Platz tun sollen und taktisch oder fußballerisch zu analysieren, welche Situationen wir suchen. Und ich verstehe, dass es im Leben in allen Aspekten wichtig ist, den Willen zu haben, eine tolle Einstellung, großes Engagement, viel Einsatz zu zeigen. Das Talent meiner Spieler ist da und es ist wunderbar. Sie sind einige der besten, viele der besten Spieler der Welt. Und um Spiele zu gewinnen, reicht uns das meiner Meinung nach nicht, nur das Talent. Es kann sein, dass es ab und zu reicht, aber wenn wir beständig sein wollen in unserer Leistung, brauchen wir mehr als nur Talent. Ja, und das sind die Antworten, warum ich immer wieder sage, Álvaro Arbeloa ist wahrscheinlich der in der Kabine, der den Madridismo am meisten verstanden hat. Als Madridista ist es dir egal, ob du ein Viertelfinale der Champions League spielst, ob du ein Finale spielst oder ob du in der 3. Pokalrunde gegen den Zweitligisten spielst. Es ist für dich eine Ehre, das Wappen zu tragen. Es ist für dich eine Ehre, ein Spieler von Real Madrid zu sein. Millionen von Menschen würden alles, was sie haben, dafür geben, 1 Minute auf dem Platz zu stehen. Und das sollen die Spieler verdammt noch einmal verstehen und sollen jedes Mal in sich selber die Motivation haben, ich gebe alles, was in mir steckt. Ja, und ganz ehrlich, seit den Zeiten von Cristiano Ronaldo, Modric, Ramos etc. hat man nicht mehr dieses Gefühl. Man hat das Gefühl, die Mannschaft sucht sich aus, wann sie Bock hat, wann nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum wir es nicht schaffen, 2- oder 3-mal am Stück spanischer Meister zu werden. Ja, gegen Mallorca hat man das perfekte Beispiel gesehen. Hätte Madrid den Ehrgeiz gehabt gegen Mallorca, wie sie es zum Beispiel gegen die Bayern hatten, gegen Manchester City etc., wäre das Spiel anders ausgegangen. Und Álvaro Arbeloa benutzt schöne Worte, ohne die Leute direkt anzuzählen, aber er macht klar, Leute, Qualität reicht nicht. Ich habe die besten Spieler der Welt, aber das reicht nicht, um Spiele zu gewinnen. Hier und da vielleicht ja, aber wenn du wirklich Kontinuität haben willst, wenn du eine Mannschaft haben willst, auf die Verlass ist, Woche für Woche, ja, dann müssen die Spieler diese intrinsische Motivation haben, sich selber jeden Tag bis ans Limit bringen für Real Madrid.
Das ist der Grund, warum Cristiano Ronaldo für jede Kabine wichtig ist, warum Cristiano Ronaldo the GOAT ist. Er hat wirklich jeden Tag das Maximum aus sich rausgeholt für Real Madrid. Wir Fans können einem Cristiano Ronaldo nicht genügend danken und ich wünsche mir persönlich mehr solche Charaktere in der Kabine von Real Madrid. Bin ich gespannt, wie ihr das seht oder ob ihr sagt, nee, der Álvaro Arbeloa wollte was anderes sagen. Für mich ist das ziemlich klar, dass er das sagen wollte. Ja. Und bevor wir jetzt zu dem Zwischenfall mit Raúl Asensio kommen, der auch total verrückt ist, also ich werde euch das natürlich Stück für Stück gleich zeigen, kommen wir zunächst einmal zur exklusiven Information von Iñaki Angulo. Iñaki Angulo war damals auch der allererste, der diesen Kabinenstreit zwischen Vini, Valverde etc. und Xabi Alonso veröffentlicht hat. Viele haben damals kritisiert etc. Ja, und im Nachhinein kam raus, er hat immer von Anfang an recht gehabt. Er sagt auch in seinem YouTube-Video, ich gebe eigentlich selten Informationen. Es kann sich in der Welt des Fußballs immer etwas ändern. Aber bis jetzt lag ich immer zu 100% richtig. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Ja, und ich habe euch vor ein paar Wochen erzählt, es gibt einen Machtkampf bei Real Madrid im Vorstand hinter den Kulissen. José Ángel Sánchez, der CEO von Real Madrid, langjähriger Begleiter von Florentino Pérez, schon seit 20 Jahren im Amt etc. Ja, gegen Anas Lagrari, dem Geschäftsmann, der Florentino Pérez immer geholfen hat, komme was wolle, auch bei der Finanzierung des Santiago Bernabéus etc. Und solange keine Lösung gefunden wird, ja, steht die sportliche Zukunft von Real Madrid in den Sternen, weil zu viele Küche verderben die Suppe. Die beiden hatten einen internen Machtkampf und die sportliche Planung lag quasi auf Eis. Ja, hören wir uns die Information von Iñaki Angulo an. Die Schlagzeile gebe ich euch schon zu 95%. Man muss immer einen kleinen Spielraum lassen. Madrid hat es vorbereitet, ist dabei, es zu orchestrieren, hat es beschlossen und ihr wisst es natürlich schon. Die Entlassung von José Ángel Sánchez. Die Idee ist, dass dies seine letzten Monate bei Real Madrid sein werden und dass es im Wesentlichen eine Entlassung ist. Ja, und das ist eine absolute Hammerinformation. José Ángel Sánchez, der CEO des erfolgreichsten Real Madrids in der Vereinsgeschichte nach den 50er Jahren etc., der CEO der 3 Champions League am Stück, der 6 Champions League in 10 Jahren, der es geschafft hat, Real Madrid finanziell und sportlich an Zenit der Fußballwelt zu bringen. Ja, der verlässt anscheinend oder soll von Real Madrid gekündigt werden. Florentino Pérez oder der Vorstand von Real Madrid hätte sich anscheinend diese Entscheidung schon getroffen. Ja, bin ich mit allem zufrieden, was Real Madrid in den letzten Jahren macht? Nein, es gibt Situationen, die ich nicht verstehe. Die Fankultur zum Beispiel, einige Transfers etc., die kann ich nicht verstehen. Aber wir hatten ein wirklich funktionierendes System. Und jetzt gehen wir ein bisschen ins Ungewisse. Keiner weiß, was die Prioritäten von diesem Anas Lagrari sind, ob er eher aufs Finanzielle achtet, eher mehr Risiko bei Neuverpflichtungen eingeht, etc. pp. José Ángel Sánchez war ja auch ein großer Befürworter dieser jungen Talente kaufen, bevor die unendlich unbezahlbar sind, wie bei einem Fede Valverde, bei einem Vini, bei einem Rodrigo, einem Endrick, etc. pp. Ja, ich bin gespannt, das ist die Information von Iñaki Angulo. Ich bin ein bisschen geschockt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich auch nicht weiß, was die Zukunft bringt. Aber wir hatten etwas, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Naja, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ja, und zu guter Letzt die andere Information bei Raúl Asensio, die ist absolut verrückt. Und zwar hat der Marca eine exklusive Information gebracht. Ihr könnt euch den Artikel im Marca durchlesen, aber ich werde euch jetzt nicht langweilen und das alles Wort für Wort durchlesen. Ich werde euch das ein bisschen zusammenfassen. Und zwar, es gab einen Riesenstreit zwischen Raúl Asensio und Álvaro Arbeloa. Was war der Grund dafür? Asensio hat im Spiel gegen Celta Vigo quasi seine Knochen riskiert. Er war angeschlagen und weil Real Madrid keine Innenverteidiger mehr hatte, wir erinnern uns an das Spiel, ja, hat er verletzt gespielt. Danach ging es ihm wieder besser und er ging fest davon aus, ich werde gegen Manchester City von Anfang an spielen. Ja, und als er dann auf der Bank saß,
hat ihn das wohl sehr, sehr sauer gemacht. Ein paar Tage später ist er in die Kabine von Álvaro Arbeloa gegangen und hat ihm gesagt, oder hat ihn zur Rede gestellt. Da kam es so ein bisschen zu Diskussionen und Arbeloa hat ihm gesagt, beruhig dich, du bist am Wochenende gegen Elche, stehst du von Anfang an auf dem Platz. Ja, und dann, ein Tag vor dem Spiel gegen Elche, kommt Raúl Asensio mit einem Arzt in die Kabine von Álvaro Arbeloa und sagt, nö, jetzt bin ich angeschlagen, jetzt kann ich morgen auch nicht spielen. Ja, Álvaro Arbeloa war dadurch sehr pisst, hat dann sich gedacht, ja, wie du meinst, dann rufe ich den Antonio Rüdiger an und sage dem Rüdiger, hör mal, du stehst morgen in der Startausstellung. Und Rüdiger war seinerseits auch sauer, weil er, ja, auch lange verletzt, er hatte eigentlich Erholung geplant vor dem Rückspiel gegen Manchester City. Also kam der Streit zwischen Álvaro Arbeloa und Asensio auch in die Kabine und hatte da die Konsequenzen. Ja, und Álvaro Arbeloa ist Disziplin sehr, sehr wichtig und der hat dem Asensio klargemacht, du spielst erst wieder, wenn du dich bei der Mannschaft entschuldigt hast. Ja, und Asensio hat sich gedacht, ich brauche mich nicht zu entschuldigen, ich habe nichts Falsches gemacht. Und das war auch der Grund, warum Raúl Asensio wochenlang auf der Bank war, obwohl er immer trainiert hat. Ja, und in Spanien konnte sich keiner erklären, warum. Es fingen sogar die ersten Gerüchte an, dass Real Madrid Probleme hätte mit dem Nachtleben von Raúl Asensio. Er würde das Nachtleben von Madrid ein bisschen zu sehr genießen. Diese Gerüchte kamen schon auf. Ja, und als Asensio gemerkt hat, diese Gerüchte, die kommen immer mehr auf, hat er sich entschieden, nach der Länderspielpause sich bei seinen Kameraden zu entschuldigen. Ja, daraufhin hatten Arbeloa ihn dann gegen Mallorca und gegen die Bayern auch wieder nominiert. Der war im Kader und saß in beiden Spielen 90 Minuten auf der Bank. Und heute ist dann so ein bisschen die Situation noch einmal etwas eskaliert. Raúl Asensio kam aus dem Training aus Valdebebas raus. Er hält an, um Fotos zu machen, was zu unterschreiben, also sehr löblich. Und ein kleiner Junge fragt ihn, hör mal, warum spielst du eigentlich nicht? Und Raúl Asensio fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, da musst du Arbeloa fragen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie so etwas bei Real Madrid ankommt, wie so etwas bei Arbeloa ankommt. Raúl Asensio hat direkt einen Post auf Twitter gemacht, weil er so ein bisschen das Feuer rausnehmen wollte. Können wir uns mal durchlesen. Ich verstehe nicht, warum ihr euch so viele Gedanken um alles macht. Der Trainer ist derjenige, der das Sagen hat. Er stellt die Spieler auf und nimmt sie raus. Ich habe den größten Respekt vor ihm und all meinen Mitspielern. Einen Gruß an alle und a la Maria. Ich glaube, da hat sein Manager oder seine Entourage ihm klargemacht, ey, du kannst nicht aus Valdebebas rausfahren und sagen, du musst mal den Trainer fragen, warum ich nicht spiele. Sowas, ja. Allerdings scheint Real Madrid die Faxen dicke zu haben. Und laut OK Diario, ich blende es euch ein, ist Real Madrid bereit oder möchte Real Madrid Raúl Asensio in diesem Sommer verkaufen. Und zwar rechnen die mit so Einnahmen von ca. 50 Millionen Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand 50 Millionen Euro für ihn zahlt. Darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es vielmehr darum, dass Real Madrid anscheinend dieser Streit so eskaliert ist, dass Real Madrid sagt, nee, Asensio, so geht es nicht weiter. Ja, unglaublich. Ich sage ja, was bei Real Madrid da gerade abgeht, sowohl im Vorstand als auch in der Kabine. Ja, ich bin gespannt, was eure Meinung zu diesen ganzen Situationen ist. Habt ihr da mehr Verständnis für Raúl Asensio oder seid ihr auf der Seite des Trainers? Und auch im Vorstand, in welcher Seite ihr da seid, lasst eure Meinung, wie gesagt, gerne dazu in den Kommentaren. Ja, diese Information wollte ich natürlich mit euch teilen. Und bevor ich mich verabschiede, jetzt noch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und ich würde tatsächlich so ein bisschen eine Mischung machen aus Jungs, die sich ein bisschen erholen sollen vor dem Spiel gegen die Bayern, die wir topfit in der Allianz Arena brauchen, und anderen Spielern, die wichtige Matchfitness bekommen sollen, die Spielminuten bekommen sollen, weil wir sie in der Allianz Arena brauchen. Deshalb im Tor bei mir André Lunin. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Mein linker Verteidiger wäre Ferland Mendy. Er soll so viele Minuten sammeln, wie es geht. Wenn er nicht mehr kann, Fran Garcia rein.
Meine Innenverteidiger wären genau wie in München ein Dienhausen und ein Eder Militao. Der Brasilianer braucht Matchfitness. Rechts hinten würde ich Trent Alexander-Arnold eine Auszeit gönnen und mit Dani Carvajal starten. Auf der 6 Aurelien Tchouaméni. Er ist ja in München gesperrt, also kann er das Spiel natürlich machen. An seiner Seite Jude Bellingham. Er braucht ganz dringend Fitness und Eduardo Camavinga. Das wären meine zwei an seiner Seite. Davor würde ich spielen mit einem Thiago Pitarch. Tatsächlich würde ich den Arda Güler eine Pause gönnen, einem Fede Valverde eine Pause gönnen. Das sind sehr wichtige Spieler für den Fußball von Real Madrid. Die brauchen wir in München. Und vorne im Sturm würde ich starten mit einem Gonzalo Garcia und einem Brahim. Ja, es ist viel Rotation in meiner Aufstellung, aber ich glaube, auch mit dieser Elf sollten wir Girona im Santiago Bernabéu schlagen und die anderen brauchen wir halt in München. Das wäre meine Aufstellung. Ich bin gespannt, was du zu meiner Aufstellung zu sagen hast. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass deine Meinung zu dem gesamten Video in den Kommentaren. Lass ein Like da, wenn du das möchtest. Hype dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drück drauf. Das hilft mir ungemein weiter. Und wir sehen uns, glaube ich, nächste Woche wieder. Denn jetzt erstmal habe ich ein Wochenende mit meiner Familie in Madrid. In Madrid, da freue ich mich riesig drauf. Also, wir sehen uns spätestens am Montag wieder. Bis dahin. A la Madrid!